Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs und heute erreiche ich Lima, die Hauptstadt Perus. Guten Morgen bzw. guten Mittag. Ich, wie man vielleicht sieht, räume gerade ab. Ist natürlich Quatsch. Ich reise gerade ab. Ich habe aufgeräumt, hier aufgeladen. Muchas gracias, señor. Muy bien. Gracias, muchas gracias. So, alles fest. Más o menos. Okay. Wie ihr seht, blinkt meine Reserve, deswegen hier nebendran ist die Tankstelle, ist sehr praktisch. Adios. Ziel heute ist die Hauptstadt Perus, Lima. Ja, was kann ich dazu sagen bisher? Was habe ich gehört? Ich habe gehört, es ist ein absolutes Verkehrschaos, das Schlimmste vom Schlimmsten. Schlimmste wohl mit in ganz Südamerika. Und nicht ungefährlich in vielen Ecken. Wir haben jetzt ja schon Leute erzählt, ich soll in den Ampeln nicht stehen bleiben und so. Das ist, glaube ich, übertrieben tagsüber. Man soll halt nicht in irgendwelche Assi-Gebiete fahren. Das ist halt wie überall in Südamerika. Nicht in Assi-Gebiete fahren und halt nicht nachts. Und ich will ein paar Motorradsachen erledigen. Hier rechts. Ja. Und hier will ich gar nicht lang. Ich fahre mal geradeaus lieber. Ich will nämlich eigentlich eher, also es gibt eigentlich nur eine Straße. Jetzt schaue ich mal, ob er mir das anzeigt. Und die führt an der Küste entlang. Und es ist halt keine schöne Straße wahrscheinlich, so irgendein Zubringer nach, wie heißt's? Lima. Hier sieht es aus, als würde es regnen, aber es regnet nicht. Es ist einfach nur so feucht, dass die ganze Straße nass ist. An der Küste, Atacama hatte ich das auch, oder vor der Atacama. Witzig ist es in Paracas gar nicht so war, da war es furztrocken. Und das ist 100 Kilometer entfernt. Also hier steht auch Nebelzone, ist auch so diesig. Aber wie gesagt, es ist kein Regen. Aber es ist alles, kann man es sehen? Schlecht. Hier sieht man es vielleicht. Ganz zu. Ja, das ist ein bisschen witzig auch hier, dass die Panamericana durch Lima durchführt. Also rein und hört sie irgendwann auf. Also die Autobahn und dann irgendwie Ende Lima geht sie wieder los. Also man muss quasi durch Lima durchfahren. Und ja. Ja. So, ich habe eingecheckt. Super schönes Hotel, wie so ein Boutique-Hotel. Einen schönen Innengarten. Frühstück inklusive. Ich glaube 14 € zahle ich jetzt. Das ist das Tor. Es ist so wie ein bisschen, wenn man jetzt mir sagen würde, ich bin in Santiago de Chile. Würde ich nicht wissen, dass es nicht stimmt, weil es ist eigentlich baugleich wie diese schicken Stadtteile in Santiago. Also alles große Häuser, schicke Häuser, wie man hier so sieht, Hotels und dann eben aber auch immer Zäune, alles abgesperrt. Und ja, hier wohnen wohl die wohlhabenderen Leute. Und das ist halt auch Miraflores eben der bekannte Stadtteil. Wenn man einen Stadtteil kennt aus Lima, glaube ich, dann ist es Miraflores. Und jetzt
weil ich auf dem Weg, ich bin ja durchgefahren, wie ich es gegessen habe, habe ich jetzt riesen Hunger. Und jetzt gehe ich mal schauen, ob ich nicht was zu essen bekomme hier. So, das Wetter ist heute, ja, den ganzen Tag habt ihr ja gesehen, schon bedeckt. Gracias. Aber 3 Minuten von meinem Hotel entfernt ist das Meer. Ich habe hier noch nicht ganz den Überblick, da unten ist noch eine Straße. Ja, und hier ist wie so eine Einkaufspassage direkt am Wasser. Ja, hier sind die schicken, hier Marriott, schicken Restaurants auch, das Häagen-Dazs und so. Das heißt schicken Restaurants, aber Markensachen eben. Ich bin jetzt schon den 3. Tag hier in Lima und es ist das erste Mal Sonnenschein. Es war immer bedeckt, habe ich ja schon gezeigt. Und heute Morgen oder heute Nacht hat es sogar geregnet. Und jetzt wird es langsam ein bisschen besser. Mal schauen. Es ist jetzt wohl auch so, mir wurde hier gesagt, jetzt fängt der Winter langsam an. Also in Südamerika ist es irgendwie so, es gibt Regenzeit und es gibt Winter. Naja, aber jetzt kann ich hier noch mal ein bisschen zeigen, wie es hier so aussieht, weil es echt cool ist hier vom Balkon. Ich weiß jetzt nicht, warum hier so eine Absperrung ist, damit man sich nicht runterstürzt. Aber das ist halt echt geil, finde ich. Da unten, seht ihr das? Da sind Surfer im Wasser. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Also direkt an der Stadt surfen hier die Leute. Wegen der Gefahr, was ich darüber gesprochen habe, dass es Lima so gefährlich ist und so. Hier ist es halt super safe. Und hier kannst du auch nachts rumlaufen, denke ich. Und alles, was hier so in der Nähe ist, kann man grob sagen, die anderen Stadtteile, Barranca, San Borja und so, das ist alles noch safe. Aber wenn man mehr so in den Osten geht, da wird es dann halt unangenehm. Und ja, es gibt dann auch Stadtteile wohl, wo es auch tagsüber gefährlich sein kann. Jetzt laufe ich hier noch ein bisschen rum. Gracias, Señor. Gracias. Genau, hier wird man alle 3 Minuten angelabert, ob man was kaufen möchte oder so. Aber freundlich eben, wenn man rein sagt, das ist auch okay, wie man sieht. Kurze Anekdote, hinter mir ist jetzt so da bringen die Geld zum Geldautomaten oder so. Und da stehen die draußen mit gezogener Waffe. Und es sind so Revolver und Colt mit so einer Trommel wie an Fasnacht bei uns. Ist krass. Bisschen komisch, wenn man vorbeiläuft, wenn die mit gezogener Waffe, Finger am Abzug da stehen. Aber ja, Einwanderungsprobleme, sagen zumindest die Einheimischen hier, führen dazu, dass hier die Kriminalität exorbitant gestiegen ist in der letzten Zeit. Hört man mich? Und dass es quasi überall gefährlicher geworden ist. So, meine neue Hut hier, San Miguel. Ich bin umgezogen in ein Airbnb und ja, Miraflores ist natürlich schick und toll und alles. Aber da wohnen eben schon die reichen Leute und da sind die Airbnbs natürlich auch. Also für jetzt 16, 17 Euro pro Nacht habe ich da nichts gefunden und da bin ich schon über mein Budget gegangen. 15 ist eigentlich immer so, was ich maximal bezahlen will. Kriegt man auch eigentlich überall. Aber hier habe ich jetzt unter 15. Und ich warte hier gerade, das möchte ich nämlich zeigen. Ich bin jetzt direkt am Strand und ich war selber noch nicht da. Da gehen wir jetzt mal gucken, wie es hier so aussieht. Die Einheimischen sagen, ja, der Strand ist zwar überall da hier, aber er ist nicht so toll. Ach ja, müsste ich hier doch nochmal über die Straße. Ich dachte, ich wäre direkt am Strand. Hier geht's runter. Ja, man kann da schon irgendwie hinlaufen, weiß nicht genau wie. Da runter irgendwie, da läuft einer. Vielleicht gibt es da eine Treppe oder sowas, weiß ich nicht. Aber jetzt gucke ich mir das nur einmal an. Und ja, ich kann noch ein bisschen plaudern. Es gibt hier Supermarkt und so. Ich habe meine Zahnbürste irgendwie vergessen in dem anderen Hotel. Jedenfalls ist sie weg.
Und ich hatte wieder mal in Bolivien mir so eine schöne Klappzahnbürste, das sind meine Lieblingsreisezahnbürsten, die kannst du halt zusammenklappen, dann ist das nicht immer so alles verhuschelt oben, die Bürste. Und ja, ist weg. Jetzt muss ich mir erstmal eine Zahnbürste kaufen. Und es gibt hier auch so einen Markt. Es ist alles ein bisschen mehr local hier als jetzt in Miraflores. Es ist alles sehr großstädtisch. Heute gehe ich auf Motorradteile-Suche. Einmal neuer Luftfilter. Mal sehen, wenn ich so einen bekomme zum Auswaschen, nehme ich so einen, ansonsten einen anderen. Wenn ich überhaupt einen bekomme, bin ich schon froh. Aber mir wurde gesagt, dass Lima nach Santiago de Chile der zweitbeste Ort in Südamerika ist, um Motorradteile zu bekommen. Das zweite ist Kühlflüssigkeit wechseln. Im Servicebuch steht, alle 3 Jahre soll man das wechseln. Bei mir sind es jetzt 3,5. Deswegen, wenn ich das wechseln kann, wäre nicht schlecht. Es gibt hier sogar einen Yamaha-Dealer. Das Ding ist, dass es beim Yamaha-Dealer alles immer ultra teuer ist. Ihr kennt das noch aus meinem Service-Video von Santiago. Kette anstatt 180, 500. Ja, deswegen, ich fahre da mal hin. Aber wenn ich es woanders kriege, bin ich auch nicht unzufrieden. Erster Motorradladen. Es gibt Big Bikes. Und es gibt viele Sachen. Schubert-Helme, Heldjacken, wunderlich. Viel BMW-Zeug. Ich habe jetzt gefragt, Luftfilter, Kette und Fußrasten habe ich auch nochmal gefragt, weil ich aber Knieschmerzen habe. Und Luftfilter haben sie alles nicht da für mich. Aber er hat mir eine andere Adresse gegeben, wo ich was bekommen könnte. Und dann habe ich mich natürlich ein bisschen umgeschaut und ja, bin ein bisschen interessiert hier an so einem Feuer. Ich habe ja immer noch keinen Gaskocher. Das überlege ich, 139, das sind weniger als 50 Euro. Ja, mal schauen. Ich habe mal ein Foto gemacht. Schauen wir mal, ob das was wird. Also jetzt zum nächsten. Das ist der Frank. Der ist hier Teilhaber. Das ist seine BMW. Habe ich mich jetzt noch ein bisschen unterhalten. Super nett. Ja. Brutal viele Follower auf Instagram. Ich verlinke es mal. Und ciao. So, ihr seht die Herzchen, dann wisst ihr auch, welcher Tag gerade war. Nämlich es war Muttertag. Nicht Valentinstag, hätte es auch sein können, aber es war Muttertag. Und hier steht eine Schwester von meinem Bike. Oh. Ja. Hübsch. Genau, er hat gesagt, 1. Stock. Also, er hat jetzt... Die Kette haben sie nicht da. Können sie auch nicht bestellen irgendwie. Oder wollen sie nicht bestellen. Können sie vielleicht, aber da müsste ich nochmal... Er hat gesagt, ich soll zu einem anderen Händler gehen. Also müssen sie wohl andere Händler das wohl doch haben. Coolant, also dieses Kühlmittel, 1 Liter 15 Euro. Ich brauche 2. Und Luftfilter 20, fast 25 Euro. Ziemlich teuer. Ich habe 13, glaube ich, bezahlt, eine Alternative. Aber jetzt fahre ich zum nächsten. Ich habe jetzt mal kurz was zu Mittag gegessen bei dem sehr einheimischen Restaurant. Das nennt sich McDonald's. Aber habe ich jetzt im Vorbeifahren gesehen. Muss ich jetzt essen. Und ich habe jetzt Coolant gekauft, also Kühlmittel von Motorex. Hat das gleiche gekostet wie bei Yamaha. Und ich fülle es dann selber ein. Ey, was hier los ist, hier ist irgendein Aufstand von den Lieferanten. Ich weiß nicht, ob das wieder irgendein Protest ist. Ja, und jetzt fahre ich nochmal zu Touratech.
Touratech, angeblich die Adresse hier. Man kann hier nichts erkennen, außer das gelben Rand und die Hausnummer stimmt. Deswegen keine Ahnung. Ich werde jetzt mal klingeln, vielleicht ist das eine shady Gegend ein bisschen. Vielleicht, keine Ahnung. Hola, ¿está Touratech? ¿Sí? Ah, bien. Gracias. Jetzt hier ist das Tor. Touratech. Peru. Da steht die Lucy. Was haben wir hier? BMW GS. BMW GS. BMW GS. BMW GS. Ah. Lass mich raten. BMW GS und BMW GS. Ich bin hier ein Exot. Aber wir schauen mal. Also, Touratech hatte natürlich nichts und die haben auch rumtelefoniert und Kette nicht gefunden, Luftfilter nicht gefunden. Witzig ist, dass die auch sagen, sie haben alle bei Yamaha angerufen, auch der andere, und die sagen, den Luftfilter haben sie nicht. Aber als ich bei Yamaha war, haben sie gesagt, sie haben den Luftfilter. Also es ist alles komisch. Na, auf jeden Fall habe ich da rumgeguckt bei Touratech und die hatten ja das ganze Revit-Zeug da. Und ich finde Revit, es sieht cool aus, was die haben, gefällt mir. Und wenn ich ganz feuchte Träume habe, dann träume ich von denen ihren Adventure-Schuhen irgendwie, weiß gar nicht, wie die heißen, Adventure H2O, keine Ahnung. Aber die sind halt wie so ein Motocross-Stiefel, aber komfortabel wie ein normaler Stiefel. Halt das Beste vom Besten, aber kosten natürlich ein brutaler Preis. Foto habe ich gemacht, das konnte ich mir leisten. Aber die haben mir dann noch einen anderen Laden empfohlen. Hier, Babachi. Ja, sie haben da angerufen, der hat die Kette nicht. Aber ich bin jetzt trotzdem mal hergefahren. Guck mir das noch an. Ansonsten werde ich nachher zu Yamaha fahren und mir den Luftfilter da holen. Dann habe ich das zumindest mal. So, zurück in meinem Domizil. Der letzte Laden hatte es auch nicht. Also Kette, sehr schwierig. Luftfilter, ja, vielleicht hat Yamaha den. Ich gewusst, dass es so schwierig ist, hätte ich gleich zuschlagen müssen. Muss ich morgen nochmal weiterfahren. Immerhin habe ich das Kühlmittel. Wenn ihr eine große Reise machen wollt in Gefilde wie Südamerika, kauft euch so ein K&N-Ding, also so ein Schwammluftfilter. Dann habt ihr den Stress auf jeden Fall nicht. Es war dumm von mir, es war noch dümmer, als es in China einen gab, dass ich den da nicht gekauft habe, weil mir 60 Euro zu teuer waren. Jetzt renne ich dem Scheiß hier hinterher und gebe dann jedes Mal 20 aus, plus jedes Mal einen Tag rumfahren. Also das lohnt sich überhaupt nicht. Kauft euch dieses Ding. Und ich habe jetzt gesehen, Öl für diese Schwammfilter gibt es in jedem Shop halt. Paddington Bear in Peru. Wusste ich nicht, aber er kommt aus Peru, der Paddington Bear, und ist nach London gegangen. Und Großbritannien hat dann diese Statue gestiftet für die immerwährende Freundschaft zwischen Peru und Großbritannien. Ich bin jetzt an meinem Motorrad und ich habe eine Kette gefunden. Kostet allerdings 155 Euro nur die Kette. Und ja, das mache ich erstmal nicht, glaube ich. Und jetzt wird noch die Kühlflüssigkeit gewechselt. Da steht sie schon. Und es ist nicht die haben das einfach in andere Flaschen gefüllt. Das ist Motorex-Zeug. Ich glaube, das ist okay. Alle 3 Jahre soll man es wechseln. Und ich habe das Motorrad jetzt 3,5 Jahre, habe mir das gekauft und dann habe ich irgendwann festgestellt, bei der 40.000er Inspektion haben sie das wohl gewechselt, haben sie zumindest draufgeschrieben. Naja, dann ist es jetzt nur 1,5 Jahre und ja, aber 30.000 Kilometer. Es schadet auf jeden Fall nicht, das mal zu machen und dann weiß ich auch, wie es geht. Wie mache ich das? Ich suche mir im Internet Coolant Change raus und da gibt es eine Anleitung, wie das geht. Und genauso mache ich das und hoffe, dass das alles klappt. Muss man auf jeden Fall bei kaltem Motor machen, weil sonst ist zu viel Druck auf dem Kühlsystem. Und auch messen
Ich kann mich erinnern, dass mein Yamaha-Typ in Deutschland, der gesagt hat, ja, man muss das bei warmem Motor messen. Das ist aber, also bei Yamaha in der Anleitung steht auf jeden Fall bei kaltem Motor den Stand checken. Also Kühlmittelstand bei kaltem Motor, Ölstand bei heißem Motor. Zum Kühlmittelwechsel bin ich noch nicht gekommen, weil eine der Schrauben, die Bashplate ist mit 4 Schrauben gesichert. Die eine ist rund gedreht, ich krieg sie nicht raus. Das heißt, ich bin jetzt hier beim Mechaniker, da steht die Lucy und er bohrt mir das jetzt raus und dann muss man eine andere Schraube besorgen, dann kann ich die Bashplate abmachen. So, normalerweise soll man einen frischen Kupferring nehmen, habe ich jetzt aber nicht. Deswegen nehme ich den, der da drin war. Ein bisschen sauber machen. Genau wie die Schraube. Und dann fette ich das bisschen ein. Dann geht es da rein. Jetzt kommt Coolant in den Radiator, 1,6 Liter in den Radiator. Schauen, wie ich das mache, ohne das zu verdeppern. Mit dem Rollbügel da. Das ist alles immer nicht so einfach. Geht aber. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Motorex irgendwie besser ist oder schlechter als das Yamaha Loop. Der das verkauft hat, hat natürlich gesagt, es ist besser. Das ist auf jeden Fall eine andere, coolere Farbe. Unsere war so orange, das ist jetzt lila. Sieht schon voll aus. Und jetzt soll man noch das Reservoir bis zum Maximum-Level auffüllen. So, jetzt muss es gestartet werden. Und dann ein paar Minuten laufen lassen, den Schlüssel suchen. Und dann Stand checken und gegebenenfalls nachfüllen. Jetzt bin ich natürlich viel später. Wir haben schon 4:30. Viel später, als ich jemals gewollt war. Das Kühlmittelwechseln, das dauert eigentlich nur ein paar Minuten, vielleicht nur eine halbe Stunde. Das Kühlmittelwechseln selber dauert irgendwie 3 Minuten. Aber ja, es war mit dieser Schraube, das war einfach ätzend und das Anbauen und Abbauen der Teile dauert eigentlich am längsten, um Zugang zu bekommen, wie bei allem. Aber ja, das ist jetzt alles nicht so tragisch, es hätte trotzdem irgendwie eine halbe Stunde gedauert. Und dann wäre es okay gewesen. Aber so ja, habe ich jetzt 3 Stunden mit dieser Schraube verbracht. Ich glaube, ich kann hier links fahren. Ich fahre jetzt auf jeden Fall erstmal wieder, mach mal zu, hier hört man mich auch, nach Miraflores und versuche bei Yamaha den Airfilter zu holen, den Luftfilter. Und ich will mir noch einen Kocher kaufen. 30 Euro, ich habe jetzt beim Internet geguckt, irgendwie in Deutschland kostet er 26. Das ist absolut in Ordnung. Für so einen Kocher, 30 Euro. Super, nehme ich mir noch so eine Gaskartusche mit, dann ist okay. Kocher habe ich bekommen und Gas auch. Was ich nicht bekommen habe, ist den Luftfilter, denn den haben sie jetzt nicht mehr. Aber angeblich bekommen sie morgen einen neuen und ich habe gesagt, ja, den nehme ich. Und dann, ja okay, lalala.
Und dann hat er gesagt, ja, ich soll morgen Mittag ihn nochmal anrufen, ob er denn auch reingekommen ist, der Filter. Eine Sache habe ich noch, auf die ich mich schon seit über einem halben Jahr gefreut habe, denn meine Moskomoto Taschen, die kennt ihr ja, die haben noch so extra Bag, Auxiliary Bags heißen die, das sind so normalerweise 4 Liter Taschen, aber ich hatte die falsche Größe und dann war das immer so ein bisschen Gequetsche, also ich habe 5 Liter gehabt und es hat nicht so richtig rangepasst. Und es musste dann immer reingequetscht werden und dann, ja, das war immer ein bisschen doof. Und als ich in Chile war oder irgendwo war, habe ich Moskomoto angeschrieben und die haben mir hier die richtigen Taschen zugeschickt. Und dann war es die Frage, wohin? Und dann habe ich gesagt, ja, Peru, da habe ich eine Adresse. Haben die mir nach Peru geschickt. Ich dachte, ich wäre viel früher in Peru, aber jetzt lagen sie da ein halbes Jahr. Und jetzt sind hier meine 4 Liter Taschen. Ja. Und mit den Holstern oder wie die heißen. Und hier sind die falschen. Man sieht es hier. Die wellen sich so. Die müssten normalerweise glatt anliegen. Ja. Und dadurch, dass die sich wellen, dann ist es überall so gewellt und dann kann man da nicht sich richtig Sachen reinpacken. Deswegen werde ich die jetzt abschrauben und die neuen Dinger anschrauben. Super cool. Vielen, vielen Dank. Moskomoto. Es läuft einfach nichts wie am Schnürchen. Es war so, dass ich diese Schrauben, das sind 10 Schrauben, die sind da seit 40.000 Kilometern drin, Stock, Stein, Schnee, Wasser, Salz, ihr wisst das. Und die sind so plain da dran geschraubt, dass man das Gegenstück nicht greifen kann. Und das Gegenstück beim Reinschrauben ist es so, dass sich das mit so Widerhaken in dem Stoff verhängt, aber beim Rausschrauben nicht. Und man kann es nicht greifen. Und ich habe hier Zangen, ich habe noch von meinem Gastgeber mir noch Zangen geben lassen, unmöglich, alleine unmöglich. Ich habe dann 3 rausgepopelt in 2 Stunden und jetzt war ich beim Mechaniker, bei 2 verschiedenen Mechanikern und da haben wir es zu dritt, haben wir dann die anderen Schrauben rausgemacht. Also ich habe jetzt über 3 Stunden gebraucht, nur um das rauszukriegen. Jetzt habe ich es gerade mal gewaschen, weil da ist ja auch ewig, da ist noch der rote Dschungelstaub drin, der super schwer wieder weggeht, deswegen habe ich es mal grob abgespült jetzt wenigstens. Jetzt lasse ich es kurz trocknen und dann schraube ich die anderen Taschen drauf. So sieht meine neue Gepäcklösung jetzt aus. Das hier sind jetzt die 4 Liter. Schön, sieht man ja an der Farbe, nagelneu. Stehen noch, ja, liegen genau, die ein bisschen weiter weg vom Auspuff, aber es hat vorher ja auch nicht angebrannt. Ja, und die anderen habe ich jetzt hier vorne. Ich gehe mal auf die andere Seite, damit man es besser sehen kann. Kabelbinder. Festgemacht. Oh, einen habe ich nicht abgeschnitten, sehe ich gerade. Muss ich noch machen. Nochmal 10 Liter jetzt vorne. Das war es aber immer noch nicht, auch wenn ich jetzt aufgepackt habe aus Lima. Ich habe noch 2 Tage verlängert, weil ich noch Sachen erledigen muss. Als erstes fahre ich jetzt zum 3. Mal zu Yamaha. Angeblich haben sie jetzt den Luftfilter da. So, ich fasse es nicht. Nur 3 Mal zu Yamaha fahren und 6 andere Geschäfte abfahren und schon hat man einen Luftfilter. 23 Euro, ja, hab ich, aber scheiß drauf. Original Yamaha Luftfilter. Check. Das habe ich erledigt. Kette, ich glaube, da verzichte ich erstmal drauf. Fahre ich nochmal mit der ein bisschen weiter. Mal sehen. Ich hoffe, wird schon schief gehen. Mein letzter Tag und ja, ich könnte noch Sachen nähen lassen und so weiter, aber dann müsste ich noch wieder dranhängen. Habe ich jetzt keine Lust. Deswegen. Ah. Beautiful. Sí, sí. Beautiful. Sí, yo busco como polo, pero con. La larga. Sí, ¿tienes? So, heute läuft's dagegen irgendwie. Ich wurde unterbrochen eben, aber ich habe jetzt schon eine kurze Hose und ein Longsleeve. Damit liegt an meine alte kurze Hose. Ich mache es so wie, weiß ich nicht. Fand es immer peinlich, als mein Vater das früher gemacht hat. Schuhe gekauft und die alten gleich da gelassen. Das habe ich so gemacht und mit der Hose habe ich es genauso gemacht. Habe ihm die Hose da gelassen, weil ich das ja nur austausche. Die anderen Sachen sind so verschlissen.
Was ich nämlich unbedingt besuchen wollte hier noch, bevor ich gehe, ist Chinatown. Ich hatte ja schon gesagt, dass es hier Peru die Besonderheit hat, zumindest Bolivien, Argentinien und Chile haben das nicht, eine große chinesische Zahl an Immigranten. Und zwar war ein Präsident, als sie die Sklaverei abgeschafft haben für die Schwarzen, haben sie die Chinesen als Gastarbeiter geholt. Und ja, in Arequipa wurde mir gesagt, ja, die wurden quasi genauso wie Sklaven behandelt. Aber es hat sich dadurch eine Essenskultur hier entwickelt, die eine Mischung ist aus peruanischem und chinesischem Essen. Und die heißen Chifa. Ja. Und zum Beispiel Chaufa ist Fried Rice. Und es gibt dann immer noch so, ja, es ist so ein bisschen peruanisch halt angehaucht. Und hier gibt's sie überall. Ja, und ich will jetzt mal ein bisschen gucken gehen, wie es so ist in Chinatown. Es ist heute übrigens Samstag. Immer eine brillante Idee, samstags in die Innenstadt zu gehen. Aber auch ein Erlebnis. So, hier sieht man schon Winkelkatzen und dicke Buddhas. Was gibt's hier? Currywurst. Sowas in der Art. Salchipapa. Die Glückskekse. Ich sag ja, es ist absolutes Chaos. Was haben wir hier? Irgendwelche Fastfood. Hier wieder Winkelkatzen und so. Es ist alles auch so ein bisschen chinesisch angehaucht hier. Cool. Eine Portion Dim Sum und eine 40-minütige Busfahrt später bin ich wieder zurück im Hostel und stehe hier von meinem Bike, denn es ist der letzte Akt aus Lima für mich. Luftfilter wechseln. Hier ist das gute Stück, Original Yamaha, und den tausche ich jetzt noch aus und dann war es das aus Lima. Ich habe jetzt nicht alles erledigt, was ich erledigen wollte. Zum Schneider wollte ich noch und Flipflops habe ich keine bekommen. Aber das muss es dann in einem anderen Ort geben und die Kette kümmere ich mich dann auch irgendwann anders drum. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war interessant. Ich gucke schon auf mein Handy, weil ich natürlich Leuten noch danken muss. Und zwar Ralf Sören und M-Kick. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Für mich geht's wieder Richtung Berge. Ab morgen. Ja, das war's aus Lima. Macht's gut, eure Uti. Ciao.